Das ist Rekord. Die Fluggesellschaft Emirates teilte letzte Woche mit, sie habe 130 neue Langstreckenflugzeuge bestellt. Alles in allem zum Schnäppchenpreis von 20 Milliarden $. Damit ist die Airline ab 2010 wahrscheinlich die größte Fluglinie der Welt. Ein Österreicher hat großen Anteil am Erfolg. Chefpilot Nathan Hildebrand. Er selber ist schon vor 7 Jahren in Dubai gelandet und zählt zu jenen Österreichern, die es im Ausland geschafft haben. Der Wiener Nathan Hildebrand mit fixem Wohnsitz hier in dieser reichen Stadt Dubai am Arabischen Golf, wo Träume wahr werden können. In Ihrem Fall, Nathan, glaube ich, sind sie auch wahr geworden. Ja, für mich und meine Familie ist der Traum in Dubai wahr geworden. Es war am Anfang nicht einfach, sich vorstellen zu können, in Dubai zu leben, ja, weil es war doch so unter Freunden. Du schickst dich selbst in die Wüste, wieso machst du das? Du kennst dort unten niemanden. Aber es war die Frage, die sich gestellt hat, einfach das Neue. Ja? Das Neue zu erobern, ein neues Land zu erklimmen und einfach das Risiko einzugehen und zu sagen, ja, ich schaffe das, ich weiß, ich kann das. Ja? Eine Karriere, die nicht zu bremsen ist, aber die einer permanenten Kontrolle unterliegt. Deswegen sind ja auch wir hier im Simulator und da müssen Sie 2-mal pro Jahr hinein. Ja. 2-mal pro Jahr muss jeder Pilot weltweit, der bei einer Fluglinie fliegt, den sogenannten PPC, Pilots Proficiency Check, bestehen. Der dauert 2 Tage, je 8 Stunden, wo man auf Herz und Nieren geprüft wird. Das heißt, man muss alle 6 Monate seine Arbeitsgenehmigung, seine Fluglizenz erneuern. Das sind absolut echte Situationen, die hier nachgespielt werden, so echt wie das Ticken, das wir hier dauernd hören, zur Kühlung der Instrumente. Das gehört dazu. Das ist richtig, das können wir leider nicht ausschalten. Die Instrumente werden sehr warm und hinter den Instrumenten befinden sich sogenannte Ventilatoren. Ja. Das ist das Geräusch, das wir jetzt hören, die zur Kühlung der Instrumente dienen. Weil auf einem 15-Stunden-Flug können die Instrumente sehr warm werden und daher brauchen die Kühlung. Gut, in Dubai ist ja eine ganz, ganz spezielle Situation. Egal, in welchen Beruf man möchte, man muss zunächst einmal vorweisen, dass man komplett gesund ist. Also wir haben 82% Ausländer hier in Dubai, was es auf der ganzen Welt nicht gibt. Sprich, von 1,2 Millionen Menschen sind ca. 850.000 Menschen, so wie ich, Ausländer. Sind aber auch sehr willkommen, weil sonst würde ja der ganze Staat so nicht funktionieren. Sind sehr, sehr willkommen. Man lebt hier in Frieden mit all diesen Nationalitäten zusammen, aber es gibt extrem strenge Auflagen. Das heißt, wenn man in das Land kommt, auch ich als Österreicher, selbst als Familienvater mit Kindern, inklusive Frauen und Kinder, muss man einen medizinischen Check machen, inklusive einen AIDS-Test. Und das muss man alle 3 Jahre wieder machen, egal ob man verheiratet ist oder nicht. Das gilt für alle anderen Bereiche auch, egal wo man arbeitet. Allerdings, es gibt einen, glaube ich, sehr wesentlichen Unterschied. Sie haben ja erwähnt, dass Sie hierher gekommen sind mit Ihrer Frau und mit Ihren Kindern. Das kann man allerdings erst ab einer gewissen Einkommensstärke. Also Sie sind ja mit Ihrer Einkommensklasse in gewisser Weise privilegiert. Man braucht aber eine bestimmte Einkommensgrenze, die muss man vorweisen können, um überhaupt seine Frau bzw. seine Familie nachholen zu können. Das ist richtig, ja. Das heißt, wir als Piloten sind privilegiert, wobei viele andere Jobs auf der Baustelle oder Taxifahrer, Systemerhalter im Restaurant, wo man vorwiegend auf Billigarbeitskräfte zurückgreift. Der ganze Tourismus baut darauf eigentlich, ja, genau. Auch in den Hotels. Von den ganzen Drittweltländern, die verdienen im Schnitt zwischen 100 und 300 Euro im Monat. Aber ein Minimum von 1.000 Euro pro Monat ist die Voraussetzung, dass man seine Frau und auch später die Kinder mit ins Land hereinbringen kann. Das heißt, die meisten leben hier allein, arbeiten so lange, bis sie es sich leisten können, die Familie nachkommen zu lassen. In Ihrem Fall ist die Situation eine etwas andere. Sie haben eine adäquate Wohnmöglichkeit. Sie leben mit Ihrer Familie in einem Haus mit Pool. Ja, also in meinem Fall, ich habe ein 400 Quadratmeter Haus mit 5 Schlafzimmern, 2 Wohnzimmern, 2 Küchen, Swimmingpool, Fitnesscenter, 24 Stunden Security. Und das wird dem Kapitän oder dem Piloten von der Firma zur Verfügung gestellt. Das ist ein Teil des Paketes. Und keiner hier zahlt Steuer? Ja, das stimmt. Keiner hier zahlt Steuer. Es ist 0 Steuer hier. Da fragt sich doch der gelernte Österreicher, wie ist das möglich? Ein Leben, wie geht das? Der Straßenbau beispielsweise, die Parkanlagen, das alles dieses, wie finanziert sich das, ohne dass Steuern gezahlt werden? Das ist ein Geheimnis, glaube ich, das ich nicht beantworten kann. Wenn Sie an Ihre neu gewonnenen Freunde denken, die Sie in den letzten 7 Jahren hier gewonnen haben, sind da wirklich Einheimische dabei oder sind das schon in erster Linie Ausländer? Nur Ausländer eigentlich. Ja. Also mein linker Nachbar kommt aus Samoa, aus den pazifischen Inseln.
die andere Nachbarin aus Trinidad, der nächste kommt aus Indien, der eine kommt aus Chile, der andere aus Mexiko. Und so geht das eben breit gestreut durch 100 verschiedene Nationalitäten und man bekommt eine komplett andere Einstellung. Man ist nicht mehr irgendwo, man ist stolz, Österreicher zu sein und so einen tollen Pass zu haben und auch immer wieder zurückkommen zu können in dieses schöne Land. Aber nach 7 Jahren fühlt man sich irgendwie wie ein Erdenbürger. Dadurch, dass hier alle Nationalitäten vertreten sind und man unmittelbar mit 100 verschiedenen Religionen, Kulturen, Hautfarben, Traditionen zu tun hat, sieht man man sieht die Welt mit komplett anderen Augen. Ja. Es ist sicherlich hochinteressant, hier mittendrin zu leben, unter all den verschiedenen Nationalitäten, das alles zu erleben. Aber trotzdem, Herr Kapitän, haben Sie vor, in absehbarer, in fernerer Zukunft, was auch immer, wieder einmal dauerhaft Kurs auf Österreich zu nehmen? Ich habe das Privileg, 2-mal im Monat nach Wien zu kommen. Ich liebe Österreich, aber ich kann noch nicht sagen, wie lange mich dieses interessante Land noch haben wird. Wenn ich zurückkomme, dann nur nach Österreich. Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin guten Flug.